Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur diesjährigen Bilanzpressekonferenz von Trumpf. Wir freuen uns außerordentlich, dass Sie so zahlreich an diesem sonnigen, um nicht zu sagen optimistisch stimmenden Morgen hier nach Ditzingen gekommen sind. Sie hören wie gewohnt zunächst das Statement von Frau Dr. Leibinger-Kammöller und anschließend steht Ihnen der gesamte Vorstand gern Rede und Antwort hinsichtlich Ihrer Fragen. Soll ich? Okay. Also im Namen meiner Kollegen herzlich willkommen hier. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich sozusagen physisch und persönlich herbemüht haben. Wir schätzen das auch, weil wir wissen, dass Sie knapp besetzt sind in Ihren Redaktionen und dass es ja bequemere Formate gibt. Aber die zwischenmenschliche Begegnung, finden wir, ist durch nichts zu ersetzen. Deshalb nochmal Dank, dass Sie da sind. Ich präsentiere Ihnen gleich im Anschluss die Zahlen des Geschäftsjahres 2021-22, das bis zum 30.06.22 dauerte. Wie schon im vergangenen Jahr möchte ich dabei kurz mit der Corona-Statistik der Trumpf SE und Co. KG beginnen, wie unser Unternehmen formal seit dem 9. Februar 2022 heißt. Anschließend komme ich auf Umsatz, Auftragseingang, Ergebnis und Rendite zu sprechen. Zum Abschluss werden Sie einige Aussagen zu aktuellen Entwicklungen wie dem Anstieg der Gas- und Strompreise sowie unseren Erwartungen hinsichtlich der Konjunktur hören. Im Nachgang sollte wie gewohnt genügend Raum für Ihre Fragen sein. Vorab aber noch ein Wort zum Motto des Ihnen vorliegenden Geschäftsberichts, den wir ungeachtet aller missmutig stimmenden Nachrichten als eine positive Standortbeschreibung von Trumpf verstanden wissen möchten. Vorn zu sein, im technologischen wie im unternehmerischen Sinne, entspricht zwar schon immer unserem Selbstverständnis, in diesem Herbst aber ganz besonders. Denn in 2 Monaten leiten wir das 100. Jubiläum von Trumpf mit verschiedenen kommunikativen Maßnahmen ein. Es erfüllt uns deshalb mit einer gewissen Zufriedenheit, Ihnen heute gute bis sehr gute Zahlen präsentieren zu dürfen, ohne die vor uns liegenden immensen Herausforderungen zu Beginn des Jubiläumsjahres zu negieren. Ich gehe später darauf ein. Das Pinguin-Cover unseres Geschäftsberichts entstammt übrigens dem Genesis-Band des vielleicht berühmtesten Naturfotografen unserer Zeit, des Brasilianers Sebastião Salgado. Das Foto symbolisiert den sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser, den es bei Investitionen in neue Technologien braucht und für den vielleicht gerade Familienunternehmen stehen. So auch Trumpf seit 1923. Die Wahl dieses Fotografen steht aber auch für die gestiegene Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit in unserer Industrie und das weltweit. Auch hier gilt es, vorn zu sein. Ich komme darauf später im Zusammenhang mit den Klimamaßnahmen von Trumpf zurück. Beginnen wir mit einem knappen Blick auf die Corona-Statistik von Trumpf. Es ist das nunmehr 3. Mal seit Oktober 2020, dass ich dieses Thema auf einer Bilanz-PK anspreche. Trotz einer spürbaren Verbesserung der Situation in diesem Herbst, gemessen an den ersten beiden Pandemiejahren. Auch für das abgelaufene Geschäftsjahr ist einführend zu sagen, dass die Ausbreitung von Corona an der Trumpf-Gruppe alles in allem sehr überschaubar war. Zum Stichtag 30.06.2022 verzeichnete das Unternehmen weltweit 3.958 Corona-Infektionen, was im Vergleich zu den geringeren Werten im Vorjahr auf die zugenommenen Infektionen im Ausland sowie die fortgeschrittene Testdiagnostik und die systematische Erfassung zurückzuführen ist. Aktuell erfassen wir keine Corona-Fälle und wir erwarten analog zum allgemeinen Verlauf alles in allem keine Verschärfung der Situation. Wir passen die internen Maßnahmen wie eine mögliche Maskenpflicht, Abstandsregeln, Teilnehmerzahlen usw. aber aktuell und in Übereinstimmung mit den politischen Vorgaben an. Damit komme ich, meine Damen und Herren, zu den Geschäftszahlen sowie der vorweg zunehmenden Aussage, dass es Trumpf gelungen ist, ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zu realisieren. Blicken wir dabei zunächst auf den Umsatz der Trumpf-Gruppe. Ungeachtet der angespannten weltweiten Lieferketten sowie der pandemiebedingten Einschränkungen verzeichneten wir im Geschäftsjahr 21/22 ein Umsatzwachstum von 20,5% gegenüber Vorjahr. So lag der Trumpf-Umsatz bei 4,2 Milliarden Euro. Es war das erste Mal überhaupt in der Unternehmensgeschichte, dass Trumpf die Umsatzschwelle von 4 Milliarden Euro überschritten hat. Die Freude darüber ist insofern allerdings zu relativieren, da der Umsatz trotz dieses zweistelligen Plus nicht im selben Maße gesteigert werden konnte wie der Auftragseingang. Dieser legte im Geschäftsjahr 21/22 nämlich sehr viel deutlicher zu auf 5,6 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Plus von 42,1% gegenüber Vorjahr, also einem doppelt so hohen Anstieg wie beim Umsatz.
Damit haben wir zwar den höchsten Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte erreicht, die Differenz zum Umsatz beträgt gleichwohl weit über 1 Milliarde Euro, was Ausdruck der Situation ist, Kundenaufträge nur schleppend abarbeiten zu können, maßgeblich infolge fehlenden Komponenten durch die strapazierten weltweiten Lieferketten und eine eingeschränkte Logistikkapazität. Seit einigen Monaten ist infolge des Ukraine-Kriegs nur noch die Ungewissheit hinsichtlich der Rohstoff- und Energiekosten hinzugekommen, was zu einer spürbaren Verlangsamung der Neuaufträge führt. Auch dazu später mehr. Kommen wir nach Gruppenumsatz und Auftragseingang von Trumpf kurz zu einer Betrachtung unserer Geschäftsbereiche und Geschäftsfelder. Der Umsatz unseres größten Geschäftsbereichs Werkzeugmaschinen stieg um 12,2% auf 2,3 Milliarden Euro. Der erwartete Umsatz aus der Planung konnte dabei nicht ganz erreicht werden. Die Gründe sind auch hier offenkundig. Teilweise konnten Maschinen wegen fehlender Komponenten nicht ausgeliefert werden. Oder es kam zu Lieferverzögerungen, infolgedessen auch zu, wenn auch wenigen Stornierungen durch Kunden. Dadurch blieb das Umsatzwachstum der Werkzeugmaschinen hinter dem hohen Auftragseingang zurück, wie gerade thematisiert. Und es lässt sich bereits jetzt absehen, dass steigende Material- und Energiekosten diesen Trend verstetigen könnten. Der Geschäftsbereich Lasertechnik erzielte mit 1,6 Milliarden Euro einen um 21,7% stärkeren Umsatz als im Vorjahr. Insbesondere unsere Lösungen für Zukunftsfelder wie die Solartechnik oder die Batterietechnik für die Elektromobilität entwickelten sich dabei positiv. So sind Trumpf-Laser verstärkt bei der Produktion von Solarmodulen und zum Schweißen von Batteriezellen im Einsatz. Wir profitieren mit anderen Worten nachweislich von der Transformation im Mobilitäts- und Energiesektor. Neben den beiden großen Geschäftsbereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik weise ich hier, wie bereits in den Vorjahren, auf zwei besonders erfolgreiche einzelne Geschäftsfelder hin. Dies betrifft zunächst die bei Trumpf Hüttinger in Freiburg und Warschau ansässige Elektroniksparte, die auf einen Umsatz von 344 Millionen Euro wuchs, was einem Plus zum Vorjahr von 20% entspricht. Das Trumpf-Hüttinger Wachstum resultierte dabei klar aus den beiden weltweiten Megatrends Digitalisierung und Klimaneutralität, gerade in China. Zusätzlich trugen neue Geschäftsfelder wie Wechselrichter für Energiespeicherlösungen zum Unternehmenserfolg bei. Die Industrie hat einen hohen Bedarf an Semiconductor-Chips, die in perfekter Qualität hergestellt werden. Oder nach Solarzellen, die dank Trumpf-Hüttinger Technik höchste Energieeffizienz erreichen. Neben der Elektronik möchte ich auch in diesem Jahr das getrennt berichtete, technisch aber zur Lasertechnik gehörende Geschäftsfeld EUV erwähnen, also die Hochleistungslaser für unseren Kunden ASML. Dieser liefert die Anlagen für die weltweite Chipproduktion unter anderem an die drei größten Chiphersteller global: TSMC, Samsung, Intel. Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr stieg der Umsatz unseres EUV-Geschäftes im Berichtszeitraum um 81,6% auf 795 Millionen Euro und übertraf damit den von uns geplanten Umsatz deutlich. Damit konnte EUV im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht nur seinen Anteil am Gruppenumsatz signifikant erhöhen. Die Niederlande waren im Geschäftsjahr 2021/22 erstmals auch der umsatzstärkste Einzelmarkt von Trumpf. Dieser Spitzenplatz ist maßgeblich auf das starke Wachstum des Geschäftsfelds EUV mit unserem Kunden ASML zurückzuführen. Kommen wir damit nahtlos zum Umsatz nach Regionen. Die Umsatzanteile der Trumpf-Gruppe veränderten sich im Berichtszeitraum weg von Asien zugunsten Europas und Nordamerikas. So waren die bereits erwähnten Niederlande mit einem Umsatz von 838 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021/22 erstmals der umsatzstärkste Einzelmarkt von Trumpf. Dahinter haben sich die USA mit 656 Millionen Euro zum zweitstärksten Markt von Trumpf entwickelt. Deutschland mit 589 Millionen Euro Umsatz rangierte nur noch auf Rang 3. Der größte asiatische Einzelmarkt China blieb hinter dem starken Wachstum des Vorjahres zurück und reiste sich mit 575 Millionen Euro Umsatz auf den 4. Platz ein. Ein hohes Wachstum konnten wir außerdem in den großen westeuropäischen Märkten Italien plus 31%, Österreich plus 13%, Spanien plus 18% sowie Großbritannien plus 30% verzeichnen. Gestatten Sie mir beim Blick auf Osteuropa aus aktuellem Anlass einige Worte zu Russland und der Ukraine.
Bedingt durch den Angriffskrieg Putins gingen die Umsätze in der Ukraine sowie in Russland um 34% bzw. 28% zurück. Wohlgemerkt, allein in den 4 Monaten zwischen März und Juni 2022. Bei der Bilanz-PK im nächsten Jahr wird dieser Wert noch drastischer ausfallen. Wahrscheinlich wird es gar keine Umsätze mehr zu vermelden geben. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass der russische Markt bereits vor dem Krieg weniger als 1% des Trumpfgruppenumsatzes ausmachte, nämlich rund 35 Millionen Euro. Bereits Anfang März haben wir unsere Geschäftsbeziehungen mit Russland sofort beendet, auch die Lieferung von Ersatzteilen unterlassen sowie den Bau einer neuen Niederlassung in Moskau gestoppt. Aber unsere Mitarbeiter weiterhin bezahlt und den Standort formal noch nicht geschlossen. Ob wir dies mit Blick auf die aktuelle Teilmobilmachung von Reservisten und die Drohgebärden Putins werden aufrechterhalten können, ist zu bezweifeln. Betrachten wir im Folgenden den amerikanischen Kontinent. In Nordamerika legte der Umsatz, wie angedeutet, stark zu. Dies gilt insbesondere für die USA, wo wir ein Wachstum von 35% realisieren konnten. Auch in Kanada und Mexiko konnten wir unsere Umsätze im Vergleich zum Vorjahr steigern. Ein starkes Wachstum verzeichneten wir zu guter Letzt in Südamerika. Im dort größten Markt Brasilien legte der Umsatz um 42% zu. Die asiatischen Märkte konnten im vergangenen Geschäftsjahr mit den hohen Wachstumsraten in Europa und Amerika nicht mithalten, maßgeblich bedingt durch die Pandemie. In China haben wir den Umsatz trotz schwieriger Rahmenbedingungen infolge der Corona-Maßnahmen zwar auf 575 Millionen Euro steigern können, mit einem Umsatzwachstum von 9,6% blieben wir, wie erwähnt, allerdings deutlich hinter dem starken Wachstum der Vorjahre zurück. Auch in den anderen asiatischen Märkten stieg der Umsatz in Summe nur leicht. Während Japan gegenüber dem Vorjahr mit rund 115 Millionen Euro nahezu konstant blieb, mussten wir in Südkorea Umsatzrückgänge im einstelligen Prozentbereich verzeichnen. Erfreulich entwickelte sich hingegen in Indien mit einem Umsatzwachstum von 96%. Was bedeuten diese Zahlen nun für die Verschiebung der Umsatzanteile in der Trumpfgruppe? Sie sehen es in dieser Grafik. Deutschlands Umsatzanteil am Gesamtumsatz von Trumpf verringerte sich wie erwähnt weiter und betrug nach 16,5% im Vorjahr nur noch 13,9%. Diese Zahl ist insofern relevant, als noch immer mehr als die Hälfte der weltweit über 16.550 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt ist. Der Anteil von Europa ohne Deutschland an unserem Umsatz betrug dank der Niederlande nun 42%. Der Anteil der amerikanischen Märkte erhöhte sich auf 19,4%. Der Anteil Asiens am Umsatz lag mit 24,2% unter Vorjahr. Meine Damen und Herren, nach der regionalen Entwicklung komme ich nun zur wichtigsten Kennziffer, dem operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern der Trumpfgruppe. So lag das EBIT mit 468 Millionen Euro im Geschäftsjahr 21/22 fast 100 Millionen über Vorjahr, was einem Plus von 26,8% entspricht. Dies ist ein großartiger Erfolg der Trumpf-Belegschaft, zumal unter den erschwerten Bedingungen gestörter Lieferketten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden davon bei der diesjährigen Gewinnbeteiligung profitieren. Die EBIT-Rendite stieg von 10,5% im Vorjahr auf 11,1% im besagten Geschäftsjahr. Die Ergebnissteigerung war getrieben durch das hohe Umsatzwachstum, insbesondere im Geschäftsfeld EUV, sowie durch Einsparungen bei den Sachkosten wie gestrichen Flugreisen, Messeständen usw. Dämpfend auf einen zusätzlichen Renditeanstieg, den Trumpf bei einem Umsatzwachstum von rund 20% durchaus hätte realisieren können, wirken sich neben den im zweiten Halbjahr stark anziehenden Materialpreisen die auslaufenden Corona-Maßnahmen aus, vor allem der Wegfall der Kurzarbeit. Natürlich auch die gestiegenen Energiekosten. Damit komme ich zu unseren Investitionen und der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen. Ich beginne mit den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, unseren Investitionen in die Zukunft. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung lagen mit 448 Millionen Euro mit plus 17% wieder deutlich über dem Vorjahr mit seinerzeit 382 Millionen Euro. Die Entwicklungskostenquote hat sich in Relation zum gestiegenen Umsatz zwar auf 10,6% leicht reduziert,
Im Vorjahr waren es noch 10,9% gewesen. Sie befindet sich jedoch weiter auf einem sehr hohen, weit über branchendurchschnittlich befindlichen Niveau. Die Anzahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im F&E-Bereich erhöhte sich um 14% auf 2.623. Trumpf ist und bleibt mit anderen Worten ein sehr forschungsstarkes Unternehmen. Nennen möchte ich in diesem Zusammenhang stellvertretend unsere Aktivitäten rund um die Themenfelder Photonik und Quanten, die von meinem Bruder federführend betreut werden und auch Gegenstand des Magazinteils im neuen Geschäftsbericht sind. In beiden Bereichen machten wir im Berichtszeitraum signifikante Fortschritte. So zählt die Firma Quant mit Sitz in Möhringen mittlerweile 60 Mitarbeiter und hat sich als Name im Europäischen Forschungswirtschaftsnetzwerk zu diesem Thema nach nur 2 Jahren etabliert. Nicht nur jene im F&E-Bereich, auch die weltweite Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zurück zum Mutterkonzern, ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich gestiegen. So haben wir zum 30. Juni 2022 16.554 Mitarbeiter beschäftigt. Insbesondere in den Wachstumsfeldern EUV und Elektronik wurden neue Stellen geschaffen, was den Anspruch unseres Familienunternehmens unterstreicht, mit Innovationen auch in schwierigen Zeiten zu Wertschöpfung und Beschäftigung in Zukunftsfeldern beizutragen. Von den weltweit über 16.500 Mitarbeitern waren zum Ende des Geschäftsjahres 8.417 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Deutschland tätig, davon 4.894 hier am Stammsitz in Ditzingen mit Gerlingen. Das sind 10,7% mehr als im Jahr zuvor. Knapp 1/3 der weltweiten Trumpf-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeitet also hier in Ditzingen und knapp die Hälfte in Baden-Württemberg. Und das, obwohl sich der Umsatzanteil Deutschlands, wie eben gesehen, auf unter 14% reduziert hat. Auch wenn dies in keinem direkten kausalen Zusammenhang steht, so ist es doch ein Symbol, wie wichtig in uns unser Heimatstandort ist. Im Berichtsjahr absolvierten zudem 521 junge Menschen eine Ausbildung bei Trumpf oder ein Studium an der Dualen Hochschule, auch in gänzlich neuen Studien wie Cybersecurity. Die Ausbildungsquote lag wie gewohnt bei über 3%, was, um ein konkretes Beispiel zu nennen, angesichts des insgesamten Stellenzuwachses von Trumpf zur schönen Folge hat, dass wir allein in Ditzingen in diesem Jahr 40 Azubis mehr haben als im letzten Jahr. Die sonstigen Investitionen stiegen gegenüber dem Niveau des Vorjahrs, 145 Millionen Euro, um 50,1% auf 280 Millionen Euro an. Auf Sachanlagen entfielen 200 Millionen Euro und auf immaterielle Vermögensgegenstände 18 Millionen Euro. Auf Grundstücke und bauliche Erweiterungen entfielen 30,8% der gesamten Investitionssumme. In technische Anlagen und Maschinen flossen 25,3%, in Betriebs- und Geschäftsausstattung 35,7%. Zu den Akquisitionen und Desinvestitionen von Trumpf gibt es noch Folgendes hinzuzufügen. Im Juli 2021 haben wir unsere bestehende Beteiligung am Dresdner Softwareunternehmen Sigpos von 25,1% auf 51,3% erhöht. Ziel der Anteilserhöhung ist die Vertiefung der Zusammenarbeit durch die gemeinsame Umsetzung von weiteren Produkten auf Basis des Lokalisierungsstandards OMLOGS. Sigpos liefert bereits Softwarekomponenten für das Indoor-Lokalisierungssystem Track and Trace von Trumpf. Im August 2021 haben wir mit Starmatic, einem auf Roboterautomatisierung von Biegemaschinen spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Italien, eine strategische Partnerschaft vereinbart. In diesem Zusammenhang hat Trumpf eine Beteiligung von 25,1% an Starmatic erworben. Starmatic liefert für die Smart Factory-Lösungen von Trumpf spezifische Baukastenlösungen, die dem Trend zur Automatisierung Rechnung tragen. Zur Stärkung unserer AM-Sparte, haben wir zum Jahreswechsel 21/22 den Anteil von Sysma ebenfalls in Italien am gemeinsamen Joint Venture Trumpf-Sysma übernommen und damit unsere Beteiligung von 55% auf 100% aufgestockt. Darüber hinaus werden wir das Laser-Metal-Fusion-Geschäft von Sysma fortführen. Anfang 2022 konnten wir eine Beteiligung von 80% an der Active Fiber Systems GmbH erwerben, einem auf Ultra-Kurzpuls-Faserlasersysteme spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Jena. Trumpf erwartet von der Mehrheitsbeteiligung Synergieeffekte bei der Forschung und Weiterentwicklung des bestehenden Ultrakurzpuls-Laserportfolios und den Ausbau des Geschäftes in diesem Bereich.
Im Mai 2022 haben wir last but not least die noch ausstehenden 49% zum indischen Softwareentwickler Trumpf Metamation Private Limited erworben, spezialisiert auf die Entwicklung von Softwareanwendungen sowie auf Steuerungslösungen. Meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit ist für uns ein Kernanliegen. Ungeachtet der Einschränkungen der Lieferketten oder durch die Pandemie haben wir in unseren Produktions- und Einkaufsprozessen weitere Schritte unternommen, die über die bereits vor 2 Jahren erreichte bilanzielle Klimaneutralität von Trumpf hinausgehen. Vor diesem Hintergrund wurde im vorletzten Geschäftsjahr auch eine integrierte Klimastrategie verabschiedet, die sich am 1,5 Grad Reduktionspfad des Pariser Klimaabkommens ausrichtet. Unser Beitrag lässt sich hierbei konkret beziffern. Trumpf emittiert im Jahr rund 75.000 Tonnen CO2. 2/3 davon sind Strom, den wir weltweit bereits durch Grünstrom ersetzt haben. 1/3 sind direkte Emissionen unserer Werke, also rund 25.000 Tonnen. Bis zum Jahr 2030 investiert Trumpf nun 80 Millionen Euro, um diese Emissionen nicht nur durch Zertifikate zu kompensieren, wie dies in der Industrie üblich ist, sondern real im Vergleich zum Geschäftsjahr 18/19 um fast 50% zu reduzieren, also gar nicht erst entstehen zu lassen. Unsere Maßnahmen müssen dabei im Kontext einer Mehrjahresstrategie gesehen werden, die wir in 3 Handlungsfelder Standorte, Produkte, Lieferkette untergliedert haben. So werden die Emissionen an allen Trumpf-Standorten weltweit bis 2030, wie gesagt, um mehr als die Hälfte verringert. Zudem arbeiten wir mit Nachdruck an der Reduktion der Emissionen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Dies umfasst den Einkauf von Gütern und Dienstleistungen sowie, und hier liegt ein besonders großer Hebel für ein innovationsstarkes Unternehmen, die Produktnutzung von Trumpfmaschinen durch unsere Kunden, die immer weniger Strom gebrauchen. Etwas griffiger kann man sagen, dass wir im Handlungsfeld Standorte insgesamt 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, was Strom und direkte Emissionen zum Beispiel aus Heizprozessen anbelangt. Ein Einsparpotenzial von weiteren 4 Millionen Tonnen CO2 schlummert aber im Handlungsfeld Produkte in der Energieeffizienz jener Maschinen, die wir in Zukunft neu in den Markt bringen werden. Hier liegt unser großes Augenmerk, nicht durch allgemeinen Wachstumsverzicht, sondern durch intelligente, effiziente Technologien und Prozesse zum Klimaschutz beizutragen. Soweit, meine Damen und Herren, zu den Unternehmenskennzahlen des Geschäftsjahres, die Sie im Hintergrund noch einmal auf einen Blick sehen. Damit komme ich auch schon zum Ausblick, bei dem durchaus Grund zur Sorge angebracht ist. So gehen wir angesichts der Ihnen allen bekannten dreifachen Krisenfaktoren, den Folgen der Pandemie, der gestörten Lieferketten sowie des Energiepreis- und Rohstoffpreisanstiegs durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht einfach davon aus, dass wir beim Auftragseingang und beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr bis zum 30.06.2023 ein ähnlich hohes Wachstum erzielen können wie im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dasselbe gilt für die Rendite, denn viele Kostensteigerungen bei Materialien, Transportdienstleistungen, Energie sowie möglicherweise stark steigende Lohnkosten werden wir erst im laufenden Geschäftsjahr bilanzieren können. Bis zum 30. Juni 2022 fielen diese längst noch nicht so stark ins Gewicht. Konkreter können wir es zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffern. Ich blicke zudem angesichts der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten neben dem Krieg in der Ukraine auch die Situation im Iran, die Spannungen zwischen den USA und China sowie das Auseinanderdriften der EU nachdenklich auf die konjunkturelle Gesamtentwicklung. Gleichzeitig zum Krieg in der Ukraine droht die chinesische Seite Taiwan mit einem Militärschlag. Dass uns diese Nachricht als großer Zulieferer in Taiwan ansässiger Chipproduzenten besonders beunruhigt, bedarf keiner gesonderten Erwähnung. Hierbei ist zwar festzuhalten, dass die Spannungen zwischen den USA und China für Trumpf zwar bisher keine unmittelbaren Auswirkungen haben, so beliefern wir unseren Partner ASML nur für EUV. Trumpf ist von einer Lieferbeschränkung für EUV allerdings nicht direkt betroffen. Mein Bruder kann das später noch ausführen. EUV-Anlagen, zu denen wir gemeinsam mit Zeiss beitragen, durfte ASML noch nie an China liefern. Diese gehen fast ausschließlich nach Taiwan, Korea, USA und zukünftig auch in die EU. Eine Beschränkung für EUV könnte hypothetisch aber den Druck auf China erhöhen, eigene Lithografieanlagen weiterzuentwickeln. Das Stichwort Decoupling ist für Trumpf über EUV hinaus auch für die Werkzeugmaschinen,
die Lasertechnik und die Elektronik ein großes Thema. Trumpf ist anders als etwa die Automobilhersteller hinsichtlich des Absatzes von Produkten, aber auch von der Lieferung von Vorprodukten zwar weniger von China abhängig, sehr wohl aber, wenn man die gesamte Wertschöpfungskette, also auch die sogenannten Tier 2 und Tier 3 Lieferanten in den Blick nimmt. Viele Steckverbinder, Kabel- und Elektronikbauteile für Steuerungen, Sensoren und Antriebe kommen eben aus China. Sollte China seine Grenzen schließen, würden diese Lieferungen zwar sofort unterbleiben und unsere Produktion stark beeinträchtigt werden. Bester Beweis für diesen Mechanismus war der Shutdown in Shanghai. Also es hätte durchaus Auswirkungen auf uns. China stellt zudem einen großen Absatzmarkt für unsere Werkzeugmaschinen und Laser dar, auf den wir nur unter gravierenden Folgen verzichten können, zumal wir rohstoffpolitisch durch den Rückzug aus Russland als Volkswirtschaft gegenwärtig bereits in einer fragilen Situation sind. Weitere Engpässe wären eine zusätzliche Bedrohung für die deutsche Wirtschaft. Meine Damen und Herren, dies sagend sehen wir bereits eine Zurückhaltung der Nachfrage in einigen Märkten, wenn wir auf die ersten 3 Monate des laufenden Geschäftsjahres zwischen Juni und September blicken. In Analogie mit den Prognosen der großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die vor einer Rezession und Schäden für die industrielle Struktur Deutschlands warnen, aber auch des VDMA, registrieren wir die Gefahr eines Produktionsrückgangs in unserer Branche. So erwartet der VDMA eine spürbar schwächere Auftragslage in den nächsten Monaten. Vor allem die ungewissen Kosten für Strom und Gas schränken die Ertrags- und Investitionskraft der Firmen erheblich ein. Dies sagte mein Mann kürzlich auf einer VDMA-Pressekonferenz. Er kann das in der Fragerunde gleich noch ergänzen. In Einzelfällen seien diese Kosten sogar existenzbedrohend, weshalb ich hinzufügen möchte, alles, was an vorhandenen Kraftwerkskapazitäten in Deutschland da ist, muss auch im Sinne der Netzstabilität ans Netz gebracht werden bzw. bleiben. Auch wir bei Trumpf spüren die Auswirkungen der Gasverknappung und jüngsten Preiserhöhungen. Trumpf ist zwar kein gasintensives Unternehmen, vergleichbar der chemischen, Papier-, Glas- oder Zementindustrie. Wir benötigen Gas vornehmlich zum Heizen unserer Produktions- und Bürogebäude, nur bedingt für den Fertigungsprozess selbst, etwa in den Laserreinräumen, aber auch an entscheidender Stelle für die Produktion unserer EUV-Laser. Hier können wir uns keine Stromausfälle erlauben. Dafür brauchen wir zwingend eine stabile Spannung, sprich keine Unterbrechung der Stromzufuhr. Die Kosten für Energie an den Gesamtbetriebskosten sind anders als in den genannten Branchen bei uns deutlich geringer und liegen zwischen 1 und 2%. Dennoch sehen wir mindestens eine Verdopplung des Gas- und Strompreises seit letztem Jahr, was unser Ergebnis in einer konjunkturell ohnehin angespannten Zeit zusätzlich belasten wird. Wir sprechen hier über einen zweistelligen Millionenbetrag, was die Energiepreissteigerung allein für die deutschen Standorte anbelangt. Der Trumpf-Vorstand hat deshalb schon vor geraumer Zeit Maßnahmen beschlossen, um den Gas- und Stromverbrauch zu senken. Ab Mai konnte der Gasverbrauch über die Sommermonate am Stammhaus in Ditzingen dadurch um gut die Hälfte reduziert werden. Die Hauptmaßnahmen waren der Einsatz neuer Wärmepumpen, die Reduzierung der Anlagenlaufzeiten sowie der Entfeuchtung bei den Klimaanlagen, vor allem in den Büros, überdies Anlagenoptimierungen, zum Beispiel Senkung der Sollwerte. Für die heizungsintensiveren Wintermonate prüft Trumpf derzeit weitere Maßnahmen. Wir tun dennoch unser Möglichstes, um das Jubiläumsjahr 23 erfolgreich und voller Optimismus im Januar einzuleiten. In dieser Woche auch mit neuen Produkten auf einer unserer Leitmessen, der Euroblech in Hannover. Die derzeitige monetäre, aber auch mentale Belastung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben wir gleichwohl in vielen persönlichen Gesprächen und hier gilt hier mein letzter Gedanke. Die staatlichen Entlastungsmaßnahmen inklusive einer Preisbremse ab Frühjahr sowie die beschlossene Nutzung sämtlicher Stromerzeugungsformen inklusive eines Weiterbetriebs der Kernkraftwerke, zumindest bis Frühjahr, findet daher unsere ausdrückliche Unterstützung. Ich danke Ihnen fürs aufmerksame und lange Zuhören. Vielen Dank, Frau Labinger-Kammeler. Jetzt darf ich Sie um Ihre Fragen bitten. Das gilt selbstredend natürlich auch für den Chat. Wer macht den Anfang? Bitte, Herr Spengler. Ja, Frau Labinger-Kammeler, könnten Sie die Perspektiven, die Sie mit EUV haben, noch ein bisschen ausformulieren? Unter anderem auch, bleibt es bei dieser Ein-Kunden-Strategie? Also werden Sie da zusätzliche Kunden hinzugewinnen?
oder versuchen hinzugewinnen? Und vor allem, welchen Ergebnisbeitrag absolut bietet denn Ihr Bereich in dem Fall? Und wie könnte der sich entwickeln? Danke. Ich gebe gern an meinen Bruder ab. Also das Geschäft entwickelt sich analog mit dem Geschäft bei ASML. ASML hat einen Auftragsbestand für EUV-Maschinen, der weit über 2 Jahre ist. Und diese Technologie setzt sich bei der Chipproduktion breit durch, auch stärker als erwartet. Nicht nur die modernsten Chips der Welt, also der Apple A15-Chip, der Apple M2-Chip, solche Chips, alles 7 Nanometer Strukturen und kleiner, können nur auf diesen Maschinen hergestellt werden. Aber es stellt sich heraus, dass beispielsweise bei Speicherchips der Produktionsprozess robuster wird, der Ausschuss geringer und deswegen beispielsweise Speicherchip-Hersteller auf den EUV-Prozess umstellen für Schichten, für die es eigentlich gar nicht vorgesehen war. Das heißt, das Geschäft entwickelt sich wirklich sehr rasant weiter und wir erwarten im laufenden Geschäftsjahr einen weiteren Umsatzzuwachs, der in der Größenordnung von etwas unter 50% liegen wird. Also nicht 80% wie im letzten Jahr, aber das hängt stark davon ab, wie viele Maschinen ASML selbst produzieren kann. Und wir sind nicht der Bottleneck in dem Fall, aber ASML hat wie alle anderen Firmen auch Probleme mit der Lieferkette und deswegen hängt es davon ab. Und wir erwarten dann danach weiteres Wachstum, die Jahre dann darauf folgend. Ganz grob kann man sagen, und das kann man ja auch lesen in Veröffentlichungen von ASML, dass mit bis zu 100 Maschinen pro Jahr gerechnet wird. Wir bleiben bei der Ein-Kunden-Strategie, weil niemand außer ASML solche Maschinen bauen kann. Die haben ein Weltmonopol auf diese Technologie, EUV-Technologie, genauso wie wir die einzigen sind weltweit, die diesen Laser herstellen können. Genauso wie Zeiss die einzige Firma ist weltweit, die die Optik dazu herstellen kann. Übrigens zu lesen in einem sehr schönen Artikel in der FAZ diese Woche. Das ist auch vernünftig. Ich möchte mal noch einen Satz dranhängen. Selbst wenn es andere gäbe, die Interesse an dieser Technologie haben, wäre es nicht vernünftig, mit einem zweiten oder dritten zusammenzuarbeiten, weil wir eine ganz besondere Beziehung aufgebaut haben mit ASML in den letzten Jahren. Und das kann man sich im Grunde als virtuell integriertes Unternehmen vorstellen. Wir haben ständig 200, 300 Leute in Welthofen. Wir haben Büros dort, wir haben Entwickler dort, wir haben natürlich auch Leute, die im Rheinraum arbeiten dort. Und genauso hat ASML ständig bis zu 100 Leute hier am Standort. Wir haben ineinander verwobene Entwicklungsteams. Und diese Art der Intimität der Zusammenarbeit geht nur mit einem Partner, wo absolutes Vertrauen existiert. Und da wäre ein zweiter daneben schlicht nicht möglich. Zum Ergebnisbeitrag weiß ich nicht, was ich da dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ob wir die Zahlveröffentlichung von daher, der Herr Grünert schüttelt streng mit dem Kopf. Er ist maßgeblich. Der Ergebnisbeitrag von EUV ist maßgeblich für die Trumpf-Gruppe und wichtig für uns, aber die beiden großen Geschäftsbereiche stellen uns da auch sehr zufrieden. Ich hoffe, das genügt. Darf ich noch eine kleine Nachfrage stellen? Durch die enge Zusammenarbeit mit der ASML, gibt es da Überlegungen, dass die auch zu einer Querbeteiligung führen könnte? Nein, das brauchen wir nicht. Die Beziehung ist so intensiv, die würde nicht besser durch eine Querbeteiligung und finanziell ist die Notwendigkeit nicht gegeben. Die nächste Frage dann bitte. Frau Mager. Was Sie über das China-Geschäft gesagt haben, das hat mir doch zu denken gegeben. Ist es nicht genau das Symptom dafür, dass wir eigentlich schon viel zu weit verwoben sind und dass wir viel zu sehr von China abhängig sind? Und deswegen die Frage, muss man da nicht was vorbauen? Bauen Sie nicht was vor, dass wir nicht dasselbe wieder erleben wie mit dem russischen Gas?
Und vielleicht habe ich noch eine zweite Frage dazu. Sie hatten ja einen guten Draht zur Politik, solange Frau Merkel noch Bundeskanzlerin war. Hat sich das jetzt irgendwie geändert oder wirkt sich das für Sie irgendwie aus, dass jetzt jemand anders Ansprechpartner in Berlin ist? Dankeschön. Also erst zu China, das ist natürlich ein weites Feld. Und wir glauben an den weltweiten Handel. Und China ist ein Riesenmarkt. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, und ich höre mich jetzt vielleicht drohender an, als ich sein will, was passierte in Deutschland, wenn der chinesische Markt für die Automobilindustrie und den Maschinenbau wegfiele. Also das hätte auf diesen, sage ich jetzt mal, teuren Sozialstaat, den wir uns hier leisten wollen, großen Einfluss und große Wirkung. Also wir sind als Trumpf Gott sei Dank nicht so abhängig von China, wie es zum Beispiel die Automobilbauer sind. Aber es ist ein großer Markt für uns. Ich habe gesagt, wir haben den 4. Rang jetzt eingenommen. Wir sind, da kann der Herr Mayer noch was dazu sagen und vielleicht Herr Schmitz noch, was die Abhängigkeit von Komponenten angeht. Da gibt es schon Abhängigkeit. Aber Sie haben natürlich recht. Wir haben uns zu sehr als Land, als Wirtschaft in die Hände Chinas begeben. Wir haben uns in Abhängigkeiten begeben, die wir reduzieren müssen. Und das tut die deutsche Wirtschaft bereits. Also ich kann natürlich nicht für die anderen sprechen, aber ich kann sagen, dass wir uns resilienter machen und da an verschiedenen Themen dran sind. Vielleicht können Sie es, Herr Mayer, können Sie es, wenn ich fertig bin, haben vielleicht Herr Schmitz auch noch. Was die Verbindungen in die Politik reingeht, muss ich sagen, hat sich da nicht viel geändert. Also wir haben nach wie vor natürlich über unsere Verbände gute Beziehungen, nicht lobbyistische Beziehungen zur Bundesregierung, aber das hat uns auch, obwohl ich eine gute Nähe zu Frau Merkel hatte und sie immer sehr geschätzt habe, das hat Trumpf nicht unmittelbar genützt. Nur kurze Zwischenfrage dazu. Warum gehen Sie dann nicht mit Herrn Scholz nach China? Hat das andere Gründe? Herr Buchenau, ich finde, erstens, wir haben hier genug zu tun in diesen schwierigen Zeiten, finde ich. Erstens. Zweitens ist es für mittelständische Unternehmen nie so wichtig wie für die Großen. Weil da kommt es zu keinen Vertragsabschlüssen. Also das ist meine Erfahrung. Ich bin einmal in China gewesen mit Frau Merkel. Eigentlich bringt uns das nicht so furchtbar viel, muss ich sagen. Das ist der Grund. Ja, nochmal zu den Lieferverflechtungen. Ich benutze mal das Wort Verflechtung und nicht Decoupling. Es ist schon so, dass wir zwar in der, wir sagen, Tier 1 Supply Chain wenig Abhängigkeit haben, und zwar auch gegenseitig, also China relativ wenig von Lieferanten aus Europa und umgekehrt, aber in Tier 2, Tier 3 Einzelkomponenten ist eben die Abhängigkeit erheblich teilweise. Also Sie können sich vorstellen, die Maschine besteht ja aus Tausenden von Bauteilen, ein Laser genauso. Und wenn man dann tiefer geht, und das machen wir momentan auch aus Sorge von der ganzen Entwicklung, da sieht man schon, dass teilweise Optiken, Kristalle, Prismen oder eben auch manchmal relativ einfache Bauteile teilweise in einer Single Source aus China kommen. Und das zu entflechten, das macht man nicht mal in ein paar Wochen, selbst wenn man es wollte. Das ist einfach da und das wird auch nicht so schnell weggehen. Insofern müssen wir uns eben überlegen, wie wir damit umgehen. Was wir grundsätzlich machen als Trumpf, um da robuster, resilienter zu werden, ist zum einen, wir haben eine grundsätzliche Local-for-Local-Strategie festgelegt. Das heißt, wir versuchen, was wir in Asien verkaufen, auch in Asien zu produzieren, was wir in Europa verkaufen, in Europa zu produzieren und USA entsprechend auch. Wir schauen, dass wir Bestände hochfahren bei kritischen Bauteilen, die wir identifizieren, dass man zumindest, ich sage mal, wenn es kurzfristige Schwankungen gibt, dass wir dann Reaktionszeit haben und unsere Entwicklung, einen nicht unerheblichen Teil unserer Entwicklung kümmert sich eben auch darum, Second Sources aufzubauen, dass wir zumindest schon mal vorarbeiten. Aber wie gesagt, in Summe im Tier 3 Einzelbauteile ist eine hohe Abhängigkeit und das gilt für alle Maschinenbauer, weil am Ende geht es hier um Steuerungseinzelkomponenten. So einfach ist es nicht. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, also alles, was Herr Mayer gesagt hat, gilt natürlich für die Lasertechnik genauso. Aber ich würde schon auch nochmal betonen, wir dürfen, glaube ich, das Thema Gas, Energie, das Erpressungspotenzial nicht gleichsetzen mit dem Erpressungspotenzial, was wir bei diesen Komponenten haben. Also da wir werden Schwierigkeiten haben. Wir haben auch schon ein bisschen Training gehabt durch Corona. Diese Shutdowns haben uns schnell beigebracht, wo mal was passieren kann. Und deswegen sind wir da mittlerweile mit Teams intensiv am Arbeiten, um diese Abhängigkeiten noch runterzukriegen. Aber dieses Erpressungspotenzial wie bei Gas, das darf man sich, glaube ich, so gar nicht vorstellen.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Lasermarkt China hat uns unglaublich vorangebracht. Viele Anwendungen, die heute uns voranbringen, sind gestartet in in China. Vor allen Dingen zum Beispiel die Elektromobilität. Also es nützt uns auch sehr, mit China weiter auf wirtschaftlicher Basis und wissenschaftlicher Basis eng zusammenzuarbeiten. Und Local for Local ist ganz klar, dadurch sind wir da sowieso schon immer mit dem Thema beschäftigt gewesen, nicht so abhängig zu sein. Ein dritter Punkt vielleicht speziell für die Lasertechnik ist, dass wir natürlich eine der Kernkompetenzen, nämlich die Laserdiode, in-house machen in Amerika und uns da von vornherein schon immer Gedanken gemacht haben, da nicht zu abhängig zu werden. Also ich will es nicht runterspielen, dieses Thema, dass man manche Teile gar nicht kennt, die gibt es natürlich, weil ein Zulieferer aus China kauft, was wir gar nicht wissen, aber ich halte das für managebar. Herr Buchener, haben Sie noch eine Frage dazu? Sonst machen wir weiter mit Herrn Kempf, Herrn Gerster. Wie bitte? Ich hätte dazu gerade eine Frage. Teile, gehen Sie los, bitte. Das Potenzial durch die Maschinen größer ist oder kleiner als das durch die Energie. Also Sie haben gesagt, es ist nicht vergleichbar, aber ist es größer oder kleiner? Ich habe es anders gemeint. Ich habe gemeint, wenn ein Land von Gas abhängig ist, dann ist das ganze Land erpressbar und so schnell lässt sich eben offensichtlich die Energie nicht woanders herholen. Wirtschaftlich kann uns das schon treffen, aber wir haben noch andere Märkte und wir finden Lösungen, also ich sage mal, das Gas zu ersetzen, in Anführungsstrichen. Bei uns ist es nicht Gas, bei uns ist es eine Optik, aber man kann die Optik, wenn man sie identifiziert hat, auch woanders bekommen. Also, das Potenzial ist geringer. Wir machen weiter mit Herrn Kempf, dann Herrn Gerster und dann Herrn Gleichauf. Ja, schönen Dank. Mich würde auch dieses Thema Decoupling noch mal etwas genauer interessieren. Was heißt das, wenn sich USA und China weiter auseinanderdriften? Müssen sie teilweise dann doppelt entwickeln? Müssen sie teilweise auf Märkte verzichten, weil zum Beispiel die USA sagen, Technologie, die wir beziehen, dürfen nicht nach China, beziehungsweise Komponenten aus China dürfen nicht in Produkte kommen, die nach USA exportiert werden. Da noch zwischendrin reingefragt, ich habe gehört, es gibt Zertifizierungsprobleme in USA. Beispielsweise Mercedes erzählte das gestern, dass sie teilweise Autos nicht mehr dort durch den Zoll bekommen. Haben Sie so ein Thema auch schon? Ich fange mal an mit dem großen Thema Decoupling. Also wir spüren, um es ganz konkret zu machen, jetzt Auswirkungen der Sanktionen, die die USA gegen China verhängt haben. Also wir dürfen Elektronikkomponenten aus Freiburg Entschuldigung, oder aus Warschau nicht mehr in der vollen Gänze, in der vollen Breite liefern. Also das spüren wir klar und das müssen wir uns natürlich überlegen, wo wir die Komponenten jetzt herkriegen. Ob wir sie fertigen jetzt in unseren Produktionsstandorten auf dem US-amerikanischen Markt, da haben wir ja genügend Produktionskapazität, das beschäftigt uns natürlich schon sehr. Und wenn man es ganz zuspitzte, also wenn man jetzt nehmen wir mal an, die Chinesen überfallen Taiwan und da gibt es ja konkrete Ankündigungen, also Sie haben ja sogar eine Jahreszahl genannt, jetzt, oder Xi Jinping jetzt bei seinem Kongress, dann müssten wir uns natürlich entscheiden. Dann müssten wir uns als Deutschland, als Europa entscheiden, auf welcher Seite wir sein wollen. Und also mir fällt die Entscheidung leicht, obwohl es große Konsequenzen hätte. Zur Zertifizierung, wer kann da was sagen? Vielleicht hier mal? Ja, also da kann ich sagen, wir haben momentan keine Probleme in Richtung Zertifizierung. USA jetzt im Maschinenbau hat ja auch einen Standard, so wie wir CE-Standard haben, hat USA ja den UL-Standard. Und wenn wir Produkte entwickeln für die USA, gibt es immer kleine Abänderungen im Produkt, die sind aber relativ klein, zum Beispiel schon allein vom Stromnetz her. Und eben beachten wir dann eben diese anderen Zertifikatstandards, die gibt es aber schon immer, also es ist nichts Neues und wir haben deswegen momentan auch keinerlei Probleme diesbezüglich. Gut, dann machen wir weiter mit Herrn Gerster. Ja, ich hätte zwei Fragen, und zwar zum einen Preissteigerungen, hatten Sie auch gesagt, Energie, Material. Da wäre die Frage, können Sie das dann auch weitergeben sozusagen an die Kunden? Also wirkt sich das auch auf die Preise aus von Ihren Produkten?
Und die zweite Frage wäre nochmal zur Elektromobilität. Da haben Sie ja auch angedeutet, dass da die Geschäfte ganz gut laufen. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen näher erläutern. Herr Meiermann, übernehmen Sie die viel diskutierten Preissteigerungen? Ja, genau. Also ja, natürlich, auch wir haben Preise anpassen müssen. Machen wir nicht gern, aber es ging nicht anders. Und da gehen wir aber sehr behutsam vor und schauen uns ganz genau an, zum einen, was der Wettbewerb macht, aber vor allem auch, was wirklich nötig ist, um nur das Nötigste auch weiterzugeben. Wir haben ein kleines Thema dadurch, dass natürlich durch die Lieferengpässe auch die Lieferzeiten sich verlängert haben und wir typischerweise im Maschinenbau eher Fixpreisverträge haben und wir dann natürlich, wenn die Kosten schnell steigen und wir haben eben gerade eine starke Inflation, Material und so weiter, dass wir dann halt mit Fixpreisen quasi und langen Lieferzeiten oder längeren Lieferzeiten ein Gap haben, bis quasi die Preiserhöhungen wirken. Und das drückt schon auf die Marge, das drückt aufs Ergebnis und damit müssen wir umgehen. Ja, zur Elektromobilität kann ich sagen, der Trend setzt sich fort. Es gibt ja den hohen Bedarf, Batterien zu fertigen. Das wird sich auch in den nächsten Jahren noch fortsetzen. Es gibt natürlich Schwankungen, ist völlig klar. Was man auch sieht, ist, dass insgesamt die Schweißapplikationen im Automobilbau weiter zunehmen. Das liegt zu einem daran, dass eben, wie gesagt, das Batterieschweißen, Brennstoffzellenthemen, die neu kommen, aber auch die Karossen müssen natürlich für die E-Mobilität optimiert werden. Und gerade die ausländischen Wettbewerber im Automobilbau haben noch Nachholbedarf, was die Fahrzeugsicherheit angeht. Und das spielt uns ein bisschen in die Karten, weil die Hotforming-Teile werden im Wesentlichen mit unseren Maschinen geschnitten. Also Schneiden und Schweißen nimmt durch die Elektromobilität hier nochmal einen größeren Raum ein. Aber in Summe muss man sagen, wenn man die letzten 3 Jahre ansieht, haben sich die einzelnen Anteile kaum verschoben, laufen auf relativ stabilem Niveau. Wir machen weiter mit Herrn Gleichauf und dann Herr Buchenau. Ja, Frau Leibinger-Kammüller, Sie hatten das jetzt so ein bisschen angedeutet, was Sie tun wollen, wenn China in Taiwan einmarschiert. Können Sie es noch mal klar und deutlich machen? Jetzt mit Russland haben Sie sich aus dem Geschäft zurückgezogen, das Geschäft zumindest ruhen lassen. Wäre das auch die Wahl dann für China oder müsste man dann schauen, wie weit es geht oder vom Einzelfall abhängig machen? Ich darf vielleicht noch 2 Sachen hinterher schicken. Zu Quant würde mich interessieren, Sie hatten im letzten Jahr, glaube ich, von 100 Mitarbeitern innerhalb eines Jahres gesprochen. Das war jetzt nicht ganz so hoch. Woran liegt die Entwicklung? Hängt es so ein bisschen oder kriegen Sie die Leute nicht? Vielleicht können Sie dazu was sagen noch. Insgesamt vielleicht in dem Zusammenhang zum Fachkräftemangel und könnten Sie noch sagen, wie hoch die Gewinnbeteiligung ausfallen wird? Also ich fange mal an mit Amerika. Also ich denke, man weiß als aufrechter deutscher Staatsbürger, demokratischer Staatsbürger, wo man sich gern sehen würde, natürlich angesiedelt als Partner der USA, der Amerikaner. Das ist ja vollständig klar. Also für uns ist, für die westliche Welt, für Europa, muss eine Attacke Taiwans die rote Linie sein, über die so viel gesprochen wird. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das hätte wirklich gravierende Konsequenzen. Ich habe das ja vorher angedeutet. Der Standort Deutschland mit seinen hohen Sozialabgaben, mit seinen Gott sei Dank hohen Löhnen und all dem, was wir uns hier leisten, mit dem hohen Wohlstand, wird auch garantiert durch ich beziehe mich jetzt auf Trumpf, aber auch auf andere, durch unser Engagement in China. Also das hätte gravierende Folgen, aber am Ende des Tages muss man sich entscheiden. Dann zu Quant würde ich an meinen Bruder abgeben und zur Gewinnbeteiligung an Herrn Maaßen und Fachkräftemangel auch an Herrn Maaßen, bitte. Wir sind mit dem Personalaufbau bei Quant im Plan. Der Plan war bis Ende des Geschäftsjahres, also nächsten Juni, ungefähr 100 Mitarbeiter dort zu haben. Wir sind jetzt bei 60, von daher passt es. Wobei es natürlich teilweise schwierig ist, Mitarbeiter zu finden. Das Thema in Kombination mit dem besonderen Nimbus eines Startups hilft uns aber sehr. Wir haben sehr viele Blindbewerbungen bei Quant und verändert und ich glaube, an anderen Stellen ist es in der Trumpfgruppe schwieriger, Personal zu finden als dort. Und wir haben dort nicht nur viele Leute, sondern wir kommen auch inhaltlich gut voran.
Wir sind da ja auf 4 Feldern unterwegs. Wir machen einerseits unterschiedliche Quantensensoren, Partikelsensoren auf Basis eines Quanteneffekts, sogenannte Feldsensoren. Da geht es um hochempfindliche Magnetfeldsensoren, wo wir in einem Forschungsprojekt zunächst involviert sind, wo man mit den Reizen, die Nervenenden aussenden können, die elektrisch sind, Exoskelette steuern will. Das soll also intelligente Prothesen geben, die mit unseren Sensoren ausgestattet sind. Wir arbeiten an hochempfindlichen Gyroskopen für das autonome Fahren und natürlich zuletzt auch an Chips für Quantencomputer, photonische Quantencomputer. Das ist das Projekt, das wahrscheinlich am weitesten entfernt liegt von der Realisierung. Aber wir haben uns da viel vorgenommen und kommen bis jetzt sehr, sehr gut voran. Wir sind in unserem, nicht nur im Personalaufbau, sondern auch bei den Projekten, die wir abarbeiten, im Meilensteinplan. Ja, zum Thema Fachkräftemangel darf ich nur ergänzen, wir haben im vergangenen Geschäftsjahr 1800 rund neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt bei Trumpf. Und das ist sehr viel schwieriger geworden. Herr Leibinger hat es angedeutet, in Bereichen, in denen man es vielleicht auch gar nicht so erwartet. Der Servicetechniker ist eine Berufsgruppe, die wir nur sehr schwer finden. Auch in Teilen der Produktion ist es durchaus schwierig. Also es sind vielleicht gerade nicht die spezialisierten und die oft unter White-Collar-Worker postulierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir tun uns auch schwer in dem Bereich, der in Produktion und in Service stattfindet. Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter fürs vergangene Geschäftsjahr 2.478 €, 2.478. Und damit man das richtig zu würdigen weiß, braucht man die Vorjahreszahlen, das waren 1.365. Wir werden das heute auch kommunizieren und denken, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber auch sehr freuen werden. Vielen Dank. Dann habe ich Herrn Buchenau, Herrn Schmidt, Herrn Kempf und Herrn Wille in dieser Reihenfolge auf der Liste. Ja, erstmal noch kurz eine Nachfrage an Herrn Leibinger. Eben gerade das autonome Fahren, was waren das für... Das sind Gyroskope, also womit man im Grunde die Veränderung der Richtung misst. Diese Bauteile sind massenweise zum Beispiel in Smartphones verbaut, aber kommen ursprünglich, manche von uns erinnern sich dran, an dieses vom ESP-System. Der Elchtest, den gab es ja damals. Und daraufhin haben sich diese ESP-Systeme sehr breit durchgesetzt in Autos. Und das sind mikromechanische Gyroskope, die heute in diesen Autos drin sind. Die sind aber lang nicht genau genug, um autonome Fahrzeuge sicher zu steuern. Man braucht da neue Technologie und Quantenfeldsensoren-basierte Gyroskope können das leisten. Die sind um Faktor wie viel sensibler? Ungefähr 3 Größenordnungen. Okay, gut, danke. Dann noch 2. Eins bin ich noch hängen geblieben. Ausgerechnet Korea geht der Umsatz zurück und Samsung ist in Korea. Das wäre dann vielleicht eine Frage an Herrn Kammüller, weil mir ja nicht bekannt ist, dass Samsung weniger EUV-Anlagen bestellt hat. Also muss es ja eher vielleicht in Ihrem Bereich klemmen mit Korea. Und das Dritte wäre diese 5,3 Milliarden Auftragsvolumen. Das wird ja sicherlich auch gecheckt, wie valide diese 5,3 Milliarden sind. Also bei der dynamischen Entwicklung, die wir im Moment haben, können Sie es vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, wie sicher die sind, oder sind da schon die Wackelkandidaten rausgerechnet oder werden es täglich mehr? Also zum Auftragsbestand, Kampf pur, Stichwort Lieferengpässe, Lieferzeiten, das wird, doch, es war an, gell? Ja, das wird sportlich und das ist wirklich jeden Tag aufs Neue, kann der Herr Mayer vielleicht nur vertiefen, Herr Schmitz auch, ist auf jeden Tag aufs Neue herausfordernd. Also jeden Tag fällt irgendwas anderes. Und was uns die Auslieferung der Maschinen, die zu Hunderten rumstehen in Hallen oder beim Kunden, erschwert. Also, aber wir arbeiten dran und wir sind, würde schon sagen, vorsichtig optimistisch, dass wir das hinkriegen. Was Korea angeht, das ist jetzt nicht wirklich bei meinem Mann, der kann da nichts dafür. Ja, Herr Mayer, würden Sie das auch übernehmen?
Und so ganz schuld sind Sie auch nicht, der Herr Schmitz, gell? Ja, der Herr Schmitz war's. Ja. Also soll ich anfangen? Und dann, in Korea haben wir immer wieder mal diese Bewegungen, die sich durch den Halbleitermarkt und durch den Displaymarkt ergeben. Und deswegen sind die Schwankungen in Korea einfach stärker. Es gab gerade für den Displaybereich Überkapazitäten, die jetzt langsam an ihre Grenzen kommen und dann erwarten wir dort auch wieder ein weiteres Wachstum. Aber der Displaymarkt hat über mehrere Jahre nicht im Display selbst geschwächelt, aber es gab Überkapazitäten in Korea und dann haben die natürlich nicht gekauft. Aber eine Antwort kann ich trotzdem geben, Herr Buchener. Den EUV-Umsatz, den rechnen wir ja Holland zu. Und deswegen hat das mit Korea nichts zu tun. Egal, ob es an Samsung, Intel oder TSMC geht. So, dann, ich glaube, damit ist Korea im Wesentlichen beantwortet. Die Werkzeugmaschinen in Korea sind jetzt unauffällig, also das geht so, wie es gehen soll. Das ist jetzt nicht irgendwie ein besonderer Abbruch nach unten, aber es ist jetzt auch nicht, dass es durch die Decke nach oben geht. Also unauffällig jetzt im Zuge von, wenn man gesamtglobal anschaut. Ich würde noch mal was zu der Lieferfähigkeit dann sagen und zu den 5,3 Milliarden, wie realistisch die sind. Also ich glaube, das erste Wichtige ist mal, dass wir im Moment keine Stornierungen sehen. Und auch in früheren Krisen gab es tendenziell eher wenig Stornierungen. Das liegt zum einen an relativ hohen Anzahlungen, das liegt aber auch zum anderen daran, dass gerade weil Preise steigen und Materialkosten und so weiter steigen, die Kunden sich natürlich auch gut überlegen, ob sie stornieren und wenn sie dann ein Jahr später dann doch brauchen, dann ist es deutlich teurer. Insofern ist es eher so, dass die Kunden auch versuchen, wirklich abzunehmen. Also da haben wir bisher ganz gute Erfahrungen und sehen da auch jetzt kein großes Problem im Moment. Ja, wer weiß, wie es weitergeht. Aber das ist eine und da muss man es natürlich liefern. Und ich habe mir gerade mal aufgeschrieben, welche Bauteilengpässe so nacheinander kamen. Also es ging ja los schon 2021 mit Halbleiterkomponenten, dann war es mal zeitweise Rohblech sogar, also einfach Blech für Verkleidungen. Dann waren es, und vor allem im Moment sind es Elektronikkomponenten. Und witzigerweise, was jetzt plötzlich uns fehlt teilweise, sind Komponenten für Kühler, weil die nämlich auch für Wärmepumpen gebraucht werden. Also die Energiekrise sorgt ja dafür, dass Wärmepumpen verkauft werden ohne Ende. Und die Hersteller von Wärmepumpen sind auch typischerweise Hersteller von Kühler. Und jetzt haben wir dort ein Thema. Und natürlich die Energie kommt jetzt dann auf uns zu. Wir beschäftigen uns ja intensiv damit, haben schon 2021 ein Team aufgesetzt, das in allen Dimensionen arbeitet. Das Team besteht eben nicht nur aus Einkäufer und Produktioner, sondern vor allem aus Entwicklern, um sehr schnell umentwickeln zu können, Bauteile zu ersetzen. Das ist mittlerweile Alltagsgeschäft geworden und läuft auch relativ gut. Insofern, man muss ja sagen, wir haben ja dieses Geschäft oder jetzt im abgelaufenen Geschäftsjahr ja deutlich den Umsatz steigern können, trotz der ganzen Engpässe. Das zeigt also, dass wir einigermaßen gut auch zurechtkommen, uns da durchzuschlängeln, wenn jeden Montag wieder andere Teile fehlen. Aber es ist eine Herausforderung. 5,3 Milliarden ist viel und wir arbeiten daran, dass wir möglichst alles auch hinbekommen. Nur kurz noch eine Nachfrage. Wie waren die Lieferzeiten vor Krisenniveau sozusagen oder Lieferkettenkrisenniveau und wie viel haben Sie, vielleicht ein Prozentsatz, sicherlich von Maschine zu Maschine unterschiedlich, klar, aber haben die sich irgendwie signifikant verlängert? Ja, also tatsächlich, es kommt ja auf die Maschine an. Es gibt manche Maschinen, die laufen gut durch, es gibt andere, die brauchen länger. Um mal so ein ganz grobes Gefühl zu geben, wir hatten vor diesen ganzen Lieferengpässen so Lieferzeiten zwischen 3 und 6 Monaten, so ganz grob mal. Ja. Ich meine, es kommt auch darauf an, ist es ein Kunde in Deutschland, wo auch die Logistikzeit kurz ist, oder ist es eine Maschine, die dann über den Atlantik geht, dann ist natürlich immer gleich schon mal 2 Monate on top. Und jetzt sind wir eher so zwischen 6 und 12 Monaten, so ganz grob, ja. Und dann kommt es immer auf die Einzelmaschine drauf an. Wir sind vor allem sehr, sehr eng im Kontakt mit unseren Kunden, weil es gibt Kunden, die machen quasi eine alte Maschine, wird ersetzt. Mit den Kunden kann man auch reden, sagen, jetzt lass deine alte Maschine noch mal 3 Monate länger laufen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Und versuchen dann eben auch zu vereinbaren. Und andere Kunden, die haben dann eben ein starkes Wachstum, die brauchen dringend die Maschinen. Und so versuchen wir mit den Kunden sehr eng uns abzustimmen, wo priorisieren wir und wie kommen wir da gemeinsam durch. Und das funktioniert gut. Also wir haben Gott sei Dank langjährige vertraute Kundenbeziehungen und mit denen stehen wir das durch.
Aber mit dem Risiko können Sie umgehen, weil dann tragen Sie ja das Inflationsrisiko, wenn die nicht abbestellen, weil die niedrigen Preise haben wollen. Das hat ja an dem einen oder anderen Autozulieferer ziemlich viel Schmerzen bereitet, dass er keine Anpassungsklauseln in seinen Vertrag hatte. Sie können das managen, weil das über Finanzierungsmodelle oder wie machen Sie das? Nee, also es ist schon so, also nochmal, unsere Kundenbeziehungen, die sind teilweise 10, 20 Jahre alt und wir sind ein Stabilitätsfaktor für unsere Kunden und Sie müssen sich auch vorstellen, teilweise ist ja so eine Investition ein halber Jahresumsatz, also das sind immer ganz andere Größenordnungen, wie die Kunden sich auch auf uns verlassen und deswegen tun wir uns schon schwer und überlegen das dreimal, ob wir Verträge nochmal aufmachen. Also das sind wir heute nicht. Heute sind wir da verlässlich. Aber das kostet uns Kraft und kostet uns Geld. Tatsächlich, ich habe es vorhin ja erwähnt, längere Lieferzeiten. Was wir tun ist, wir versuchen das einigermaßen zu prognostizieren. Zum einen versuchen wir natürlich trotzdem bei unseren Lieferanten auch längerfristige Verträge trotz der Situation im Moment abzuschließen, sodass auch bei uns nicht von einem Tag auf den nächsten die Materialien zu schnell nach oben gehen. Da können wir ein bisschen abfedern. Teilweise federn wir es leider durchs EBIT ab, ist so. Also im Moment sind wir da schon unter Druck, bei den Werkzeugmaschinen vor allem, weil wir dann natürlich sehr, sehr viel Volumen an Material bekommen. Und wir passen die Preise an. Und wir, Herr Mayer, da sitzt Presse. Sie müssen aufpassen. Wir machen keine Verträge auf. Herr Buchner, gell? Okay. Gut, dann haben wir 4 weitere Redner auf der Liste. Wir machen weiter mit Herrn Schmidt und dann Herr Kempf und dann Herr Wille und dann Gustav Theile. Vielen Dank. Sie hatten vorher gesagt, dass Sie Mitarbeiter in Russland im Moment weiter bezahlen, obwohl die nicht mehr tätig sind. Können Sie da sagen, wie viele das sind? Wir haben reduziert von ungefähr 70 auf jetzt 30, stimmt einmal, gell? Und dass sie gar nichts tun, stimmt nicht. Also wir haben ja noch, ich habe vorher gesagt, wir liefern keine Ersatzteile da rein, wir übererfüllen die Sanktionen, muss man wirklich sagen. Aber es gibt dann natürlich auch noch Lagerbestände und wenn wir ihnen irgendwie helfen können, den Kunden, durch Reparaturen und so, tun wir dies. Aber auch die 30 sind im Grunde gefährdet. Da gibt es durch die Teilmobilmachung und so weiter, haben einige den Einrückbefehl gekriegt, so heißt es, glaube ich, bei denen auch. Und einige sind geflohen nach Finnland und in die Türkei und so weiter. Die können wir natürlich nicht weiter beschäftigen, weil wir müssen ja aufpassen, dass wir uns auch an die Gesetze dort halten. Und eine zweite Frage geht nochmal auf die politische Diskussion zum Umgang mit China. Also Sie haben geschildert, was passieren würde, wenn es zu einem Überfall auf Taiwan kommt. Jetzt im Moment gibt es aber irgendwie so man muss ja auch einen neuen Weg finden, mit China umzugehen. Und in der Diskussion um den Hamburger Hafen hat der Bundeskanzler gezeigt, dass er eigentlich da einen, ich sage mal, eher pragmatischen Kurs fährt. Verstehe ich Sie richtig, dass das genau in Ihrem Sinne ist? Also beim Hamburger Hafen handelt es sich ja meines Wissens nicht um den gesamten Hafen, sondern nur um so einen Teil. Und die Beteiligung hat er jetzt runtergenommen. Ich halte das für klug. Ich halte es auch für richtig, dass er hingeht mit einer Wirtschaftsdelegation. Ich halte das Gespräch und den Dialog für existenziell. Man muss immer miteinander sprechen. Das war auch immer die Devise der Bundeskanzlerin. Und sie hat es sehr geschickt gemacht. Sie hat immer Hintergrundgespräche geführt. Sie hat nicht auf die Chinesen draufgeschlagen, weil das mögen die nicht. Aber sie hat im Hintergrund schon ihren Standpunkt sehr klar gemacht. Und deshalb Dialog, ja. Pragmatismus, ja. Ich kann nur wiederholen, was würde passieren, wenn wir keine Geschäfte mit China mehr betreiben dürften? Das muss man sich mal durchüberlegen. Und das kann man jetzt schlecht finden. Und natürlich ist das eine Diktatur und dieses Land ist unfrei. Aber große Teile unserer Industrie sind noch sehr davon abhängig. Und damit auch der Wohlstand unseres Landes. Und man muss schon auch auf Ausgeglichenheit und Balance hier achten. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut es unsere Produktionsmitarbeiter in der Fließmontage das finden würden, wenn wir sagen würden, wir ziehen uns aus China zurück. Da fehlt der viertgrößte Markt für uns weg. Leider müssen wir von euch 200 wegschicken. Also Augenmaß. 6% der Länder auf der Welt sind noch astreine Demokratien. Wir können nicht nur mit diesen 6% Handel treiben und Wirtschaftsbeziehungen pflegen. Damit ist unser hoher Lebensstandard nicht zu halten, auch wenn wir den sicherlich einschränken müssen.
Danke. Vielen Dank, Herr Kempf. Danke, ich hätte zwei Fragen. Das eine, ich habe verstanden, Sie kommen relativ gut mit den Kostensteigerungen klar, aber wie schaut es dann auf Ihrer Lieferantenseite aus? Müssen Sie schon Zulieferer mit durchpäppeln, um Ihre Produkte dann zu bekommen? Können Sie einfach mal eine kurze Zustandsbeschreibung machen, weil parallel haben wir ja heute mal wieder Tarifverhandlungen. Da gehen ja die Ansichten, wie gut es der Wirtschaft geht, sehr auseinander. Und da Sie ja sehr nahe an der Chipproduktion ja mit beteiligt sind, könnten Sie uns ja eigentlich dann sagen, ab wann der Mangel an Chips erledigt ist. Dankeschön. Sehr schön. Ja, das ist jetzt dann ja. Also grundsätzlich betrachten wir unsere Lieferanten und Kunden als Partner und wir sind an längerfristigen Beziehungen interessiert. Und deshalb würde ich jetzt mal, bevor ich vorzugsweise an Herrn Mayer wahrscheinlich, weil der mit dem meisten zu tun hat, oder an meinen Mann abgebe, würde ich sagen, dass wir eher auf kurzfristigen Gewinn verzichten als auf stabile Lieferbeziehungen. Ja. Ich fange mal an, so im Grundsätzlichen, weil ich für den gruppenweiten Einkauf zuständig bin. Die Zulieferer haben zurzeit noch eher in der Minderheit Probleme. Die Hauptprobleme liegen in der Zulieferung, also in der Lieferkette, die natürlich auch betreffen. Da unterstützen wir teilweise sehr intensiv bei der Lösung von solchen Zulieferproblemen, zum Beispiel bei Chips. Selbst bei großen Firmen müssen wir da öfter unterstützen. Die neuen Probleme, die jetzt kommen, Energiepreiserhöhung, Gaspreiserhöhung und Verknappung, die werden zu zusätzlichen Aktivitäten führen müssen. Da sind wir in ganz engem Kontakt. Wir haben zum Beispiel 200 Lieferanten jetzt, die wir für kritisch halten in puncto Energiebedarf, sowohl vom Preis als auch von der Verknappung her, angesprochen und dabei herausbekommen, dass 40% tatsächlich ein erhebliches Risiko haben, wenn die Situation sich weiter verschlechtert, und wir versuchen dort auch zu unterstützen und gegebenenfalls auch andere Quellen zu finden. Wir haben bisher einen Fall gehabt vom Zulieferer, der tatsächlich Insolvenz anmelden musste, weil andere Kunden nicht bereit waren, die Preise zu erhöhen. Bei ihm, der macht weiter in einer gesteuerten Insolvenz und beliefert uns weiter zuverlässig. Morgen haben wir Lieferantentag digital. Da werde ich auch unseren Lieferanten nochmal sagen, dass sich bitte die melden sollen, wenn sie in eine schwierige Situation kommen. Dann sind wir immer bereit zu helfen. Vielleicht noch schön Antwort zu dem Chip-Thema. Man muss den Chipmarkt differenziert betrachten. Es gibt einerseits Chips, die eher im Konsumerelektronikbereich eingesetzt werden, sogenannte Logik-Chips oder Speicherchips, je nachdem, ob es Prozessoren oder Speicherbausteine sind. Prozessoren können dann CPUs sein oder GPUs, also auch Grafikprozessoren. Das sind typischerweise Chips, die Leading Edge sind, also die neueste Herstelltechnologie haben, und dort ist der Chipmangel vorbei per heute. Das kommt auch dadurch, dass der Absatz von Konsumerelektronikprodukten massiv zurückgeht und dass dort auch teilweise Lagerbestände aufgebaut wurden und dass die Produktionskapazität schnell gesteigert wurde. Der Markt, der uns als Hersteller interessiert, sind nicht Leading-Edge-Chips. Das sind die gleichen, zum Teil, die auch in Automobile gehen. Das sind Chips, die von der Strukturgröße viel weniger sophistiziert sind als die Leading-Edge-Chips, die aber robuster sind, die zum Beispiel auch viel längere Produktionszyklen haben, die über 10 Jahre verfügbar sind, was mit den Konsumerelektronikprodukten nicht der Fall ist, und die auch viel höhere Leistungen können, also sogenannte Leistungshalbleiter. Das sind alles Sachen, die man für E-Mobilität, für Maschinensteuerungen etc. braucht. Und dort ist die Anspannung unverändert extrem hoch. Und wir rechnen nicht vor Mitte 24 damit, dass sich die Situation maßgeblich verbessert.
Es gab noch eine Frage zu den Tarifverhandlungen, wenn ich es richtig verstanden habe. Nein, das hat sich insofern erledigt, weil mich hat einfach nur mal eine Einschätzung interessiert, quer durch Ihre Lieferkette, wie denn jetzt tatsächlich die wirtschaftliche Situation Ihrer Zulieferer ausschaut, weil es ja immer noch heißt, ja, eigentlich geht es dann noch ganz gut. Dann machen wir mit Ihrem Nachbarn, Herrn Wille, weiter. Dann nochmal zwei Fragen zum laufenden Geschäftsjahr. Erstens, das jetzt abgeschlossene erste Quartal. Können Sie da vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie das lief, vielleicht auch Zahlen nennen, Umsatz, Auftragseingang etc.? Und zweite Frage zum gesamten Jahr. Da haben Sie jetzt ja die Probleme angesprochen, wachsende Zurückhaltung, steigende Preise und sagen, dass Sie kein ähnlich hohes Wachstum erwarten. Da nur die Rückfrage, Sie erwarten aber schon ein Wachstum. Und vielleicht können Sie da noch was zum Ergebnis sagen, weil das nicht ähnlich hohe Wachstum bezog sich ja auf Umsatz und Auftragseingang, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sollen jetzt schon das Ergebnis voraussagen. Herr Wille, das machen wir nicht. Vielleicht können Sie ja zumindest sagen, ob Sie ein ähnlich hohes Ergebnis erwarten. Ja, das erste Quartal. Wir sind im Auftragseingang schwächer. Wir haben noch eine Steigerung gegenüber Vorjahr, also gegenüber dem ersten Quartal des vorherigen Geschäftsjahres. Im Umsatz sehen wir immer noch die Wachstumsraten des vergangenen Geschäftsjahres, also bei 10-20% Umsatzwachstum. Wir haben ja auch noch einen sehr, sehr großen Auftragsbestand. Der wird uns in diesem Geschäftsjahr natürlich helfen, unsere Umsatzziele zu erreichen, auch wenn der Auftragseingang jetzt schon schwächer wird. Und der wird in Teilbereichen schwächer, ist aber auch sehr unterschiedlich. Also wir sehen noch sehr gutes Wachstum in Nordamerika, besseres Wachstum als im vergangenen Geschäftsjahr in Asien, vor allem gerade auch außerhalb Chinas, Südostasien, Japan, Korea, aber in Europa schon signifikant geringeres Wachstum oder sogar ein Rückgang im Auftragseingang. Aber für den Umsatz sind wir dieses Geschäftsjahr noch optimistisch, wenn wir die Lieferkettenproblematik, das ist ja jetzt schon immer wieder angesprochen worden, wenn wir die weiter einigermaßen gehandelt bekommen. Ja, zum Ergebnis sehen wir, dass wir unverändert, eigentlich ähnlich wie im vergangenen Geschäftsjahr, schon belastet sind durch die Kostensteigerungen und auch durch die Probleme, die wir durch die Lieferkettensituation haben. Wir bauen Bestand auf, das kostet auch Ergebnis. Wir haben viel Handlingsaufwand, weil wir Maschinen nicht ganz fertig produzieren. Die werden ausgelagert, wieder eingelagert, zum Kunden gebracht. Servicetechniker müssen mehrfach zum Kunden. Also da haben wir gerade jetzt auch im ersten Quartal, und das wird sich durchs Geschäftsjahr durchziehen, schon auch eine Ergebnisbelastung. Wir rechnen mit deutlich höheren Energiekosten, auch das ist schon angesprochen worden. Also wir sind beim Umsatz nach wie vor optimistisch. Beim Ergebnis würde ich sagen, wird es sehr schwierig sein, das sehr gute Ergebnis des Vorjahres zu halten. Dann machen wir weiter mit Herrn Theile. Ja, ich habe einige Fragen. Das erste ist, wir sind in einem Inflationsumfeld. Wie viel von der Umsatzsteigerung ist tatsächlich noch ein Ausbau des Geschäfts und wie viel ist einfach nur die Inflation, die sich auch in Ihrem Geschäft niederschlägt? Also entwickelt sich das dann überhaupt noch so sehr positiv? Die zweite Frage betrifft die Zulieferer. Wie genau sieht Ihre Unterstützung für diese Zulieferer aus? Also sind das irgendwie Kreditlinien? Was genau machen Sie da? Und dann nochmal zu der China-Taiwan-Kiste. Ich habe gesehen, also Sie haben gesagt, dass Ihr Geschäft in Asien sich nicht mehr so dynamisch entwickelt im vergangenen Jahr, sondern dass Europa wieder wichtiger geworden ist durch die Kooperation mit ASML und dass auch Nordamerika wichtiger wird. Ist das eine bewusste Reaktion schon auf die Situation in China oder ist das gewissermaßen Zufall, dass sich das deckt? Und dann noch zur ganz konkreten Reaktion darauf, sollte China tatsächlich Taiwan angreifen. Was würde aus dem China-Geschäft werden? Ist der Plan, das dann abzuspalten? Haben Sie da irgendwie gewissermaßen Sollbruchstellen gebildet? Ist der Plan, das dann komplett einzustellen? Was würde da ganz konkret passieren? Also, danke. Und sorry für die Vielzahl an Fragen. Ich habe es notiert und ist schon zugeordnet. Also wir kriegen das hin. Herr Grüner, fangen Sie mit dem Inflationsanteil an. Ja, also natürlich haben wir jetzt schon einen Inflationseffekt bei unseren Wachstumszahlen, der ist aber
noch im niedrigen einstelligen Bereich. Wir haben über das Thema gesprochen, Preiserhöhungen, die wir moderat vornehmen und die auch im Umsatz noch nicht so deutlich wirksam sind, weil wir eben relativ lange Lieferzeiten haben. Vielleicht auch noch kurz Anmerkung zu den Lieferantenunterstützungen. Das ist auch vielfältig. Wir helfen teilweise bei Lieferanten, Investitionen vorzunehmen, weil sie Kapazitäten erhöhen müssen für uns, gerade in der Lasertechnik. Auch bei den Zulieferungen EUV haben wir einzelne Lieferanten, bei denen wir sozusagen die Investitionen, die zu tätigen haben, wir vorfinanzieren. Und wir geben Darlehen, in Einzelfällen muss man sagen, das ist jetzt keine breite generelle Maßnahme, aber zeigt schon, dass wir auch bereit sind, da finanziell mit ins Risiko zu gehen, um die Lieferkette aufrechtzuerhalten. Nichts mehr? Dann zu dem dritten Zufall, also Rückgänge in Asien. Ja, hat nicht damit zu tun, dass mit den Decoupling-Themen. Was tun wir, wenn das China-Geschäft wegfällt? Da denken wir natürlich jetzt schon drüber nach. Also wir sind ja auch in Vietnam zum Beispiel und in anderen asiatischen Ländern, Indonesien. Wir werden dann Ersatzmärkte finden oder die jetzt schon bestehenden Märkte verstärken. Möchten Sie da noch was ergänzen? Nein, also es ist ein Umsatzanteil, aber es gibt eben noch viele, viele andere Länder. Ich glaube, was eher das Thema ist, ist eben die Supply Chain, Stichwort Tier 3, Tier 2, Einzelbauteile, das wird ein großer Aufwand werden oder würde ein großer Aufwand werden, falls. Das ist ein Thema. Sie haben noch nicht beantwortet, ob das bedeuten würde, dass Sie es abspalten oder einstellen. Also das ist zu früh, um so konkret zu werden. Aber ich habe einfach mit meiner Aussage von vorher gemeint, Herr Theil, die westliche Welt muss ja als Ganzes reagieren, wenn sowas passiert. Und da kann man sich ja nur vorstellen, dass man sich zurückzieht, eigentlich. Aber es gibt jetzt keine konkreten Pläne bei Trumpf. Trotzdem denken wir natürlich voraus. Herr Buchenau. Also noch kleine Sachen. Die Gewinnbeteiligung ist ja schön für die Mitarbeiter. Bei manchen Mittelständlern haben auch schon ein paar was sozusagen angekündigt, dass sie die Inflationsausgleich für ihre Mitarbeiter, wollen Sie darüber hinaus noch was machen über die Gewinnbeteiligung oder warten Sie die Tarifverhandlungen erstmal ab? Und vielleicht noch ein Satz dann wirklich zu den Tarifverhandlungen. Sollen sich da die Mitarbeiter mäßigen oder, also es sind ja gegenläufige Dinge, am Ende müssen sie ja dann bezahlen. Und vielleicht noch kurz zu China ein bisschen detaillierter, können Sie das nochmal schildern? Ich meine, Sie sind ja, ich weiß gar nicht, ob es noch ein anderes Unternehmen gibt, was ja auch in China ein Unternehmen übernommen hat in der Größenordnung, wie das Geschäft läuft, wie sich das verändert hat. Sind es nur noch bestimmte Preispunkte, die man da ansteuert hat? Das hat sich ja, glaube ich, auch verändert im Laufe der Zeit. Und welche Politik man da dann weiter hat. Wahrscheinlich im Land leichter zu bleiben, weil es ja local for local ist, aber trotzdem einfach, was die da machen und ob man da einfach auch kritischer ist mit der Technologie zu diesem Partner in der Belieferung damit. Ich würde sagen, wir fangen mal mit JFY an. Ja? Macht Herr Mayer? Machen Sie? Okay, und dann die maßvolle Tarifverhandlung. Ja, also unsere Tochter JFY in China, die sind ja im unteren Segment, im unteren Produktsegment tätig und haben praktisch nicht besonders viele USPs von uns jetzt lokal. Die setzen zwar Trumpf Laser ein, aber das ist eine Zukaufkomponente. Insofern ist es so, und die sind relativ autark lokal. Das heißt jetzt, die würden gar nicht so betroffen sein jetzt in der Supply Chain, weil die praktisch 100% lokale Supply Chain haben. Das mal zu dem Thema. Es ist schon so, dass die wahrgenommen werden. Sie sind zwar ein chinesisches Unternehmen, aber es ist schon bekannt, dass die zu Trumpf gehören. Und damit merkt man schon auch hier und da Unterschiede, wenn es um regierungsnahe Aufträge und so weiter geht. Da spüren wir schon, dass das nicht mehr so einfach wird. Also die Coupling spürt man leicht. Es ist aber noch nicht so, dass wir jetzt da gravierende Probleme haben. JFY trifft die grundsätzliche Konjunkturabschwächung in China gerade wie alle anderen in China auch. Und wir grundsätzlich strategisch bleiben wir bei der Markentrennung. Es ist zwar ein Unternehmen der Trumpf-Gruppe, aber es ist eine eigenständige Marke und Unternehmen.
Ja, heute ist, das wurde eben schon erwähnt, die 3. Verhandlungsrunde. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Die ersten beiden sind ja jeweils nach einer guten Stunde dann ergebnislos beendet worden. Was tun wir bei Trumpf? Wir denken vor allem, glaube ich, erstmal im Moment an die Klein- und Mittelständler, die einfach gar keine Chance mehr haben, bei einer Forderung von 8% irgendwie weitermachen zu können, zu überleben. Das wird teilweise existenzgefährdend. Insofern Mäßigung, Herr Buchenau, ja, bei den Gewerkschaften, da ist der Aufruf zur Mäßigung sicher richtig. Wo wir landen werden, werden wir sehen. Wir müssen ja auch noch schauen, wie wir die 3.000 € Energieprämie, die im Raum stehen, sozialabgabenversicherungsfrei unterbringen. Wir hoffen, dass das geschieht innerhalb der Tarifverhandlungen und würden dann das so entsprechend umsetzen. Wir haben im Moment keine weiteren Pläne. Nachfrage dazu? Sonst machen wir noch mal weiter mit Herrn Kempf. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu einer Bemerkung, die Sie vorhin machten, Frau Leibinger, zu Hüttinger. Sie sagten, ja, also durch diese US-Handelsbeschränkungen kann sein, man verschiebe dann Produktion nach USA. Können Sie mir das einfach noch in 2 Sätzen ein bisschen auseinanderklamüsern, was da jetzt genau gemeint ist und wie man sich das dann vorstellen muss? Wenn ich Komponenten, die ich brauche in China, nicht mehr liefern darf, dann muss ich sie ja irgendwo anders bauen. Das hieße konkret, dass wir unsere Produktion erweitern in Amerika, um die Lieferung nach China zu ermöglichen. Also, was hätte das jetzt für die Freiburger dann für eine Auswirkung? Herr Schmidt, zunächst eigentlich, Hauptsache die kriegen ihre Komponenten nach China. Jetzt aber auch wirklich aufpassen, das ist eben je nach Technik sehr unterschiedlich. Also jetzt nehmen wir mal an, es würde verboten werden, Laserdioden von Amerika nach China zu liefern. Es gibt auch Laserdioden in China. Man müsste sich dann anpassen, technologisch anpassen. Das wäre nicht optimal, aber es wäre eine Möglichkeit. Und wenn wir es nicht machen, dann löst halt eine Konkurrenz von uns das Problem. Also wir haben immer schon den Ansatz verfolgt, möglichst nicht zu abhängig von einem Land zu sein. Es gelingt nicht immer, aber wir hätten Lösungen, zumindest dort weiter zu produzieren. Aber speziell jetzt für die Beschäftigung in Freiburg bzw. von Hüttinger Freiburg ist, glaube ich, da ein bisschen misleading Beispiel. Also in Freiburg ist es so, natürlich, die Hauptkompetenz ist natürlich Plasmatechnik, also wie man mit RF-Generatoren Plasma erzeugt. Die Fachkompetenzen, die sind natürlich in Freiburg da, aber es gibt natürlich Mitarbeiter, die auch in China solche Generatoren fertigen könnten. Also die Grundkompetenz ist Elektronik. Also das beeinträchtigt die nicht. Außerdem ist das ein stark wachsendes Feld. Und die Produktion kommt ja hauptsächlich aus Warschau, aus Polen. Aber auch dort sind sie nicht beeinträchtigt. Okay. Aber wir produzieren auch jetzt schon in China RF-Generatoren. Dann schauen wir in die Runde. Die letzten Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann beschließen wir diese Bilanzpressekonferenz, wünschen Ihnen noch eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns spätestens in einem Jahr dann in diesem Rahmen wieder. Bleiben Sie gesund. Danke.